Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Die Gamescom ist schon relativ lange her, I know, aber ich wollte euch trotz dessen ein paar Spiele zeigen, die ich auf der Gamescom gefunden habe und wo ich mich unglaublich freuen würde, wenn ihr die Developer unterstützt, die Sachen wishlistet oder sogar kauft. Und ich wollte das Footage nicht für umsonst gemacht haben. Also hier kommen meine Favoriten von der Gamescom und wir legen gleich direkt mal los mit einem sehr coolen Sci-Fi-Horror-Game. Let's go! Ja, Routine ist von dem Developer Luna Software und dem Publisher Raw Fury und ist ein First-Person Science-Fiction-Horrorspiel, und zwar ein Singleplayer, und kommt am 4. Dezember 2025 laut meinen Informationen raus, also Tag heute, an dem ich dieses Video für euch aufnehme. Und das Spannende an diesem Spiel ist, dass das wirklich sehnlichst erwartet worden ist, denn es ist ein sehr gut aussehender Sci-Fi-Horror, den man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte. Ich habe dieses Spiel leider nicht anspielen können, aber dadurch, dass ich Science Fiction unglaublich liebe, ist es an der Zeit, mich auch mal ein wenig mit dem Sci-Fi-Horror-Genre zu befassen. In diesem Spiel erkunden wir eine verlassene Mondbase und werden ein bisschen erkunden. Leider Gottes auch gruselige Begegnungen haben, die wir nicht ganz genau identifizieren können, wie man an diesem wunderschönen Trailer auch erkennen kann. Die ersten Bewertungen sind auch eingeschneit und sind alle durchweg positiv. Ich bin wirklich extrem gespannt, wie das Spiel sein wird, und werde mich auf jeden Fall mit einer Review melden, wenn ich mich getraut habe, dieses gruselige Spiel zu spielen. Dieses Spiel, Tom the Post Girl, ist von den Machern Upsi Daisies und dem Publisher Artefran. Es ist kein Point-and-Click, sondern selbsterklärend ein Walk-and-Stalk. Sehr großer himmelweiter Unterschied, und wir spielen als Tom das Postgirl und wollen, oder auch nicht, Pakete ausliefern. Und dabei lassen wir uns natürlich auch vielleicht manchmal von unserer Neugierde leiten. Ich zumindest überhaupt gar nicht. Und das ganz Tolle ist an diesem wunderschönen Point-and-Click bzw. Walk-and-Stalk-Game: wir können ein ganz klein wenig in das Leben der Leute hineinpieken, lunzen, so to speak. Und dabei entdecken wir ein paar, wie soll ich sagen, weirde Situationen. Allen voran auch dann, wenn wir uns entscheiden, ob wir nun das Paket öffnen und reingucken oder ob wir uns dagegen entscheiden und sehen, was passiert, wenn wir das Paket ausliefern. Dieses Spiel lebt absolut von seiner morbiden, lustigen und obskuren Art, mit bestimmten Themen umzugehen. Und auch wenn man jetzt sich denken könnte, was passieren würde, wird man tatsächlich sehr von diesem Spiel überrascht, weil du denkst, du bist selber schon etwas verrückt mit deinen Gedankengängen, wo eine Sache hinführen kann, aber dann überrascht dich das Spiel noch ein bisschen auf andere Art und Weise, und ihr könnt die Demo jetzt auf Steam spielen. Vergesst auch nicht, das Spiel auf Steam zu wishlisten, das wird den Developern sehr, sehr helfen, und glaubt mir, probiert die Demo aus, es ist übelst lustig und der Zeichenstil ist auch so markant und so süß, aber gleichzeitig auch ein bisschen verrückt. Ich glaube, euch wird das richtig gut gefallen, und für zwischendurch wird das sicherlich ein sehr, sehr gutes und unterhaltsames Spiel sein. Also gönnt euch, spielt die Demo, macht euch ein eigenes Bild und wishlistet das Spiel auf Steam. Das nächste Spiel ist Draculas, die ist 100%ig falsch ausgesprochen, bei Fine Feather Pins, ist auch bestimmt gebutchert, I'm so sorry. Aber dieses Spiel geht um den netten, tollen und wahrscheinlich sehr oft schon thematisierten Dracula und dem leider in seiner Residenz mehr oder minder gefangenen Anwalt R.M. Renfield. Und das Ganze ist ein, wie ihr unschwer erkennen könnt, Horror-Romance-Visual Novel. Ihr könnt euch in diesem Spiel entscheiden, wie ihr den Hauptcharakter Renfield spielt, ob ihr eher ein kleines
verängstigtes Mäuschen spielt oder in diesem Fall Hasen oder euch gegen Dracula auflehnt und die anderen Kreaturen, die vielleicht auch in dieser Residenz hausen oder sich herumtreiben. Und ich finde den Style dieses Visual Novels extrem toll. Ich liebe den Artstyle. Als ich das Spiel gesehen habe vor der Gamescom, war ich einfach schon richtig begeistert und ich konnte die Demo auf der Gamescom anspielen und habe auch jetzt, wie ihr sehen könnt hier, die Demo nochmal ein bisschen gefilmt. Und ich finde es total cool. Das Spiel hatte mich spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem man einen Geist romanzen kann. Das finde ich mega cool und ich bin echt gespannt, wo uns diese Geschichte generell hinführt. Und tatsächlich soll dieses Spiel ein großes Augenmerk darauf legen, was die Konsequenzen anbelangt, wenn ihr euch, je nachdem wie ihr euch entscheidet, das Spiel zu spielen. Soweit ist der Artstyle super cool, die Animation total klasse, die Story sehr, sehr interessant, die Charaktere super geschrieben. Ich bin wirklich hooked, was uns auf diesem Spiel erwarten wird. Wieder, wie immer, wishlistet dieses Spiel auf Steam. Das hilft den Developern wirklich ungemein und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr das macht. Und selbst wenn ihr keine Visual Novels mögt oder dieses Thema, dann tut's für mich, damit ich das Spiel spielen kann. Go! Kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich Moonlight Peaks, das ihr hier in der Demo findet. Und zwar konnte ich die Demo auf der Gamescom anspielen und es wurde dem Spiel nachgesagt, dass es zu Beginn ein exakter Klon von Animal Crossing gewesen sei, nur mit ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, Supernatural Aspekten. Und die Developer haben es geschafft, dass daraus ein wirklich unique Farming Game geworden ist. Es befindet sich halt, wie gesagt, noch in der Demo, die ihr hier seht. Ich habe die ein bisschen angespielt. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr anspielen können, als ich auf der Gamescom war. Und ich finde dieses Spiel so süß und ich finde auch total cool, dass es diesen Aspekt von Vampiren, Supernatural Sachen, ein bisschen morbiden Stuff in so eine Farming-Sim packt und daraus einen eigenen Twist macht. Bin super gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird und kann nur sagen, wenn euch Animal Crossing gefällt, wenn euch Stardew Valley gefällt, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe mir sagen lassen, dass das auch in die Richtung geht, dann wird euch Moonlight Peaks vor allen Dingen dann gefallen, wenn ihr eher so auf cozy Kulte-Vibes steht, würde ich mal jetzt behaupten. Außerdem habt ihr eine sprechende Katze namens Hellkitten an eurer Seite. Wenn das nicht ein Verkaufsgrund ist, dann weiß ich auch nicht. Oder Kaufgrund in diesem Fall. Schaut auf jeden Fall auf der Steam-Seite vorbei und wishlistet das Spiel und schaut in die Demo rein, um euch vielleicht ein eigenes Bild von dem Game zu machen. Hier seht ihr auf jeden Fall ein bisschen was vom Gameplay. Und was ich dazu auch nur sagen kann, ist, dass die Developer sehr auf das Feedback der TesterInnen eingehen, dass sie viel verändert haben und sich wirklich sehr viel Mühe geben und die wirklich unglaublich nett sind. Ich konnte mit ein paar auf der Gamescom sprechen und ich finde, das ist schon eine große Sache, dass sie so viel Feedback annehmen und auch möchten, dass das Spiel gut ankommt bei den ganzen SpielerInnen, die sich darauf schon richtig, richtig doll freuen, wie ich zum Beispiel. Deswegen wishlistet das, downloadet die Demo, schaut es euch an, Moonlight Peaks. Ich werde mich auf jeden Fall sehr stark in dieses Game reinhängen, wenn das rauskommt, weil das ist genau mein Ding. Sehr, sehr cool. Ich freue mich schon. Ja, kommen wir zum letzten Spiel, Lost and Found Co. von den Developern BitEgg Inc. Und gepublished wird das von Gamera Games und auch BitEgg Inc. Hier seht ihr die Demo, die ihr auf Steam auch selber runterladen könnt und ausprobieren könnt. Ich bitte euch darum, das ist wirklich sehr wholesome, dieses Spiel. Und jede Person, die so ein bisschen Rätsel mag, die natürlich auch Wimmelbilderbücher mag, so wie ich liebe Wimmelbilderbücher, wird sehr viel Spaß mit diesem Spiel haben. Und das ist der Artstyle und wie das designt worden ist, ist einfach mein Goal. Ich finde es absolut süß, super detailreich und jedes Level erzählt auch so ein bisschen so eine Geschichte und ist sehr lebendig gestaltet worden. Ich kann mir nur vorstellen, wie anstrengend das gewesen sein muss, die ganzen Sachen zu zeichnen und die Assets zu machen. Mad Respect für die Macher dieses Spiels. Und es ist wird halt alles zusammengeführt von einer total süßen Story und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Das Release Date ist angeblich für 2025 geplant, also dieses Jahr noch. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da kommen wird noch dieses Jahr. I don't know. Was ich aber sagen kann ist, bitte probiert es aus, wenn
wenn ihr, wie gesagt, sowas Whimsical-mäßiges mögt, Rätsel mögt und Sachen suchen wollt und das Ganze in einer total cuten Story verpackt sehen möchtet mit einem wunderbaren und wunderschönen Artstyle, dann kann ich Lost and Found Co. nur empfehlen. Und ich habe mad Respect vor den Developern, weil das bestimmt sehr, sehr anstrengend gewesen ist, weil du kannst in diesem Spiel wirklich so gut wie alles anklicken irgendwie. Und das hat alles irgendwie eine Animation. Ich möchte nicht wissen, wie das aussieht bei denen im Code und dergleichen. Aber das ist so ein, ich sag jetzt mal, eine kleine Inspiration, sowas Ähnliches nachzubauen in diesem Format. Deswegen mal schauen. Auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr doll inspiriert. Mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Ich liebe aber auch Wimmelbilder, Bücher und ich glaube, wenn ihr sowas mögt, ist das auf jeden Fall ein Spiel für euch. Wie bei allen anderen Spielen auch schon gesagt, wishlistet das Game, spielt die Demo, macht euch ein eigenes Bild. Aber ich kann sagen, wenn ihr sowas mögt, werdet ihr damit auf jeden Fall viel Freude haben. Ja, das waren die paar Spiele, die ich von der Gamescom mitgebracht habe und euch zeigen wollte. Und natürlich könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr euch ein paar Spiele, die schon raus sind, eben zu Weihnachten wünschen, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr findet die Spiele genauso spannend wie ich. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video und bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.